Hallo und herzlich willkommen zu einem, wie ich finde, wahrscheinlich einem der genialsten Spiele, die so in den letzten Jahren released sind. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr cool. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich will es euch mal ein bisschen präsentieren. Am besten kauft ihr es euch selbst. Kauft es euch einfach jetzt sofort am besten und spielt es einfach selber. Das muss man selber erleben, dieses Spiel. Und erkunden und schmunzeln und lachen. Aber ich möchte euch jetzt, wir starten jetzt einfach. Ich halte die Klappe. Los geht's. Never. The end is never. The end is loading. Never. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die Save Games, die alten, gelöscht habe oder nicht. Denn je nachdem, denn das Spiel ist jedes Mal anders. Also es ist irgendwie echt einfach. Es ist genial. Es ist eine sehr schöne, wie soll man sagen, eine sehr schöne, ja, es beschäftigt sich im Grunde mit Freiheit in Videospielen und wirft Fragen auf über dieses Konzept von Freiheit in Videospielen und der Verbindung von dem Spielecharakter und dem Spieler und der Position des Spieles in diesem Gefüge an sich und so weiter. Sehr cool das Ganze. Aber jetzt lädt es schon ein bisschen sehr lange und ich frage mich, funktioniert noch alles? Nimmt es noch auf? Nimmt es alles auf, was ich jetzt sage? Ich weiß es gar nicht. Wir werden es dann sehen. Oh, da hat der Ladebalken wieder einen großen Sprung gemacht. Na gut, meine Hoffnung steigt. Ich sehe auch oben, die Zeit bewegt sich wieder. Das heißt, jetzt bin ich wieder zu hören. Falls ich kurz weg war, weiß ich nicht genau, was los ist. Aber wenn nicht, dann war ich die ganze Zeit da. Dann müsst ihr euch nicht wundern. Mensch, lädt es aber echt lang jetzt. Finde ich echt ein bisschen mysteriös. Das sollte nicht so lang laden. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist faul. Irgendwas ist mehr als faul. Es ist ruhig. Zu ruhig. Oh. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. So, wir haben jetzt die Kontrolle. Ich traue mich fast gar nicht reden, weil der Sprecher jederzeit wieder reden könnte. Und ich will dem nicht in die Quere kommen, weil der Sprecher ist das A und O in diesem Spiel. Ich versuche es trotzdem so dezent wie möglich zu kommentieren. Also, gehen wir aus unserem Büro. Es ist tatsächlich niemand da, wie der Sprecher gesagt hat. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Oh, aber ich habe einen Rechner ausgemacht. Yay! So. Türen sind alle zu. Gibt es momentan wohl eh nur einen Weg, in dem wir gehen können.
Be My Valentine steht auf der Tasse. Und Who farted? Haha. Furzwitz. So, ich teste trotzdem alle Türen. Verschütteter Kaffee. Was ist hier wohl passiert? It's a mystery. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Tja, sagt der Geschichtenerzähler, aber was passiert, wenn wir uns dafür entscheiden, rechts zu gehen? This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wahrscheinlich. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Das machen wir jetzt auch. Wir bleiben jetzt mal ein bisschen hier in diesem wunderschönen Raum. Diesem wunderschönen Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ist es vielleicht wirklich, Mr. Geschichtenerzähler? At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Jetzt wird er schon langsam genervt, der Herr Geschichtenerzähler. Dass wir einfach nicht weitermachen mit seiner schönen Stanley sat Geschichte. around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Na gut, okay. Gehen wir weiter. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Die erste offene Tür zu unserer Linken. Aber was, wenn wir die einfach nicht nehmen? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Tja, hat er mich erwischt. Dann beginnen wir von vorn. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Ich sehe überhaupt keinen. Mach mich nicht paranoid. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nein, wir nehmen wieder den rechten. This was not the correct way to the meeting room. Ich gehe jetzt nochmal durch. Ich wollte nämlich eigentlich was ganz anderes Perhaps he machen. wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nope. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Versuchen wir das Ganze nochmal. I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Okay. Ich bin gespannt.
Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Nein. Wir gehen durch die blaue Tür. Ich mache immer genau das Gegenteil. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Und ich sag, nein, wir gehen durch die blaue Tür, verdammt. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Du kannst mir gar nichts sagen. Du bist nicht meine Mutter. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht. Aber gut, nehmen wir die dritte Option. Die dritte neue Tür, die so überhaupt nicht reinpasst in das Ganze. Aber gut. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Okay. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Nur. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Jetzt haben wir das Stanley Parable Worldwide Lead Board. Sehr gut. Mit Statistiken und so weiter. Ach ja, ich gehe nochmal durch die neue Tür. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Ach, das ist einfach so genial, weil es so eine schöne, wie sagt man, Referenz auf Videospieldesign ist im Grunde. Ich sag nein. Leadboards sind nicht gut, um mich zu motivieren, durch Türen zu gehen. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Gerne. Perfect. Let me boot it up. Okay, schauen wir uns mal das neue Spiel an dem er arbeitet. Eigentlich kann das Spiel auch ganz normal gespielt werden. In this game, Übrigens. the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. So, und wenn man dieses Spiel tatsächlich 4 Stunden spielt, dann kriegt man ein Ende. Das Spiel hat sehr, sehr viele Enden. Es geht in dem Spiel hauptsächlich darum, die ganzen verschiedenen Wege zu finden, um die Enden zu sehen, also die Wege auch zu sehen, die es gibt. Und wenn man dieses Spiel hier tatsächlich 4 Stunden spielt, kriegt man ein eigenes Ende,
Das ist das einzige Ende, das ich noch nicht gesehen habe, denn ich kann dieses Spiel nicht länger als 2 Minuten spielen, ohne komplett wahnsinnig zu werden. Aber es gibt Menschen, die das tatsächlich 4 Stunden lang gemacht haben. Ich hingegen höre jetzt mal auf. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Okay, jetzt spielen wir das Spiel von jemand anderem. Da ich sein Spiel ja anscheinend so schrecklich fand. Tut mir echt leid, tut mir leid. Das ist so der gemeinste Weg, den man machen kann eigentlich für den Sprecher. Der arme Sprecher. Der will uns hier nur eine Geschichte erzählen, der will uns nur unterhalten. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. This will go here, no, here, and then... Let's see, what does it need? Yes, of course, and just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Okay, suchen wir Diamanten. Es ist einfach so genial. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Wir haben leider kein Licht mitgenommen. Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Okay, na gut, neues Spiel. Damit es nicht zu weit führt. Ich kann es verstehen. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ach, und wie gesagt, dieses Spiel hat unendlich viel Enden. Also ich glaube, es sind wirklich sehr, sehr viele. Und es macht einfach so viel Spaß, die zu erforschen, weil der Kommentator, der Erzähler einfach so genial ist. Echt genial. So super geschrieben und auch thematisch echt gut. Deep Shit teilweise. Yes! I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Oh Gott, es ist so genial. Okay, jetzt sind wir im Portal. Nach Minecraft sind wir zum Portal. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Genius. Genius. Das ist echt super. You know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you, but as for me, I've had enough.
So, why don't you get cozy in this room, and if you have any grand revolutionary ideas for the perfect video game, you can just sit there and let it ball up inside you for all eternity. I don't need your advice. I don't need your ratings. And I certainly don't need the validation of a man whose job is to push buttons. I think I'll just go about my business, making meaningful cultural contributions to the world. And perhaps every now and then I'll... Okay. Jetzt wird's ein bisschen unheimlich, finde ich. Ich wollte den Sprecher nicht unterbrechen. Ich wollte eigentlich noch gar nicht hier reinspringen. Und fallen. Oh, Boden. Okay. Okay. Oh Gott, Hilfe, eine Katze. Oh Gott. Puh. Immer diese Katzen. Immer diese Echtweltkatzen, die auf mir rumklettern, wenn ich hier aufnehme. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen, Leute. Ich bin verloren hier. Oh, da ist Licht. Gehen wir Richtung Licht. Licht ist gut. Licht ist immer gut. Auf zum Licht. Geh ins Licht. Okay, Licht vorbei. Ein Control Room oder sowas. Okay, wir können hier Knöpfe drücken, aber sonst nichts. Ach, ja. Schön. Oh. Und nun? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob es das jetzt war mit diesem Durchlauf. Jetzt warten wir nochmal die Ladezeit ab. Ich würde am liebsten jetzt wirklich mit euch jedes einzelne Ende durchspielen. Jedes einzelne Ende. Und zum Schluss machen wir von mir aus noch 4 Stunden das Babyspiel. Das kriegen wir auch noch hin. Aber ich will das wirklich nicht, weil ich habe fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, hier jetzt ein Video dazu zu machen, weil das Spiel einfach vom Erzähler lebt. Und ich bin im Grunde höchstens ein Störfaktor, wenn ich euch da durchführe. Ihr müsst es einfach selber spielen und selber erleben und selber erforschen und euch selber Gedanken drüber machen, inwieweit dieses Spiel euch persönlich vielleicht auch anspricht, euch als Spieler anspricht und eure Spielerfahrung. Und einfach mal das Beste draus machen. Ich glaube, wir machen jetzt wirklich kein Video mehr dazu, weil ich auch nicht zu viel spoilen will. Das war jetzt wirklich einer der abgedrehtesten, die abgedrehteste Möglichkeit, die man hat. Man kann auch innerhalb von der Geschichte des Geschichtenerzählers in vielerlei Hinsicht einfach abweichen, ohne dass man gleich komplett aus dem Spiel läuft, im Grunde aus dem Spiel verschwindet. Ich würde wirklich, wenn ihr es noch nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall an. Kostet bestimmt nicht mehr viel, gibt es für alle möglichen Plattformen wahrscheinlich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, auf Steam gibt es es definitiv, weil da spiele ich gerade am PC. Wirklich, kann ich nur empfehlen, unbedingt anschauen. Wie ihr schon gemerkt habt, Englisch-Skills sind erforderlich, aber ansonsten kann ich das, glaube ich, echt grenzenlos an jeden Menschen empfehlen, der einen gewissen Zugang zu Videospielen allgemein hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.